dänischen Südsee. Wenn das Meer den Takt vorgibt. Robinson Crusoe wäre eifersüchtig. Wenn jeder Feuer löschen kann. Und die meisten Nachbarn Fell haben. Eine Kuh, die rennt frei rum. Gefährlich. Dann reisen wir durchs südfinnische Inselmeer. Zwischen dem kleinen und großen Belt der Ostsee. 55 Inseln und Holme. Wir müssen nur rechtzeitig zur Fähre kommen. Los geht's. Von Fynshorn geht es in einer knappen Stunde Fährfahrt nach Söby auf die Insel Erö. Ich reise nicht alleine. Da, wo der Leuchtturm ist, da schon Erö und da wollen wir hin und dann einmal über die Insel zur nächsten Fähre. Erö ist eine der größten Inseln der dänischen Südsee. Wir brauchen eine halbe Stunde von Söby im Nordwesten bis nach Marstal im Südosten. Unser nächstes Boot ist deutlich kleiner. Die Birkholm Posten ist die einzige offizielle Verbindung zur Insel Birkholm. Das kleine Filmequipment. Maximal 12 Passagiere können mitfahren. Jens ist in ganz Nordeuropa zur See gefahren, bevor er vor 2 Jahren dieses kleine Boot kaufte. Festhalten, Franzi! Der Kauf war Voraussetzung für seinen Job. Passagiere, Müll und Post zwischen Marstal auf Erö und Birkholm befördern. Knapp 9 Kilometer sind es bis zum kleinen Birkholmer Hafen. Jetzt, in der Nebensaison im April, kommt man nur 2-mal täglich mit der Birkholm Posten hierher. Wir sind da. Ich zähle 5 Häuser nur von hier. Nicht mal 1 Quadratkilometer groß ist Birkholm. 13 Bewohner, davon leben aber nur 3 ständig hier. Kapitän Jens mit seinem Sohn und seiner Frau Simone. Wenn man ankommt, hat man so ein bisschen das Gefühl, man landet auf einer Märcheninsel. Ja, Wie viele Häuser gibt es hier? es gibt 19 Häuser, die in privaten sind und ein Gemeinschaftshaus. So 20. Da musst du deine Nachbarn schon gerne haben. Ja. Und hier ist Nummer 13. Ein Genau. altes Bauernhaus. Ja. Hotels oder Apartments gibt es nicht. Simones Nachbarn überlassen uns für eine Nacht ihr Sommerhaus. Zwar ohne funktionierenden Wasseranschluss, aber mit genügend Betten. Ah, das wird heute übernachten mit Wasserblick. Während wir einziehen, muss Simone gleich weiter. Den Müll vom Wochenende mit ihrem Sohn Max sammeln. Max. Der Abfall muss morgen früh mit Jens auf dem Boot zur Sammelstelle nach Marstal rüber. Max. Wir haben uns einfach total in die Natur und die Ruhe hier verliebt. Das war vor 4 Jahren im Sommer. Wir hatten damals ein kleines Boot und wollten eigentlich nur eine Nacht in den Unterständen da drüben übernachten. Aber dann wurde das Wetter richtig schlecht. So windig, dass wir nicht zurückfahren konnten. Am Ende sind wir fast 3 Tage hier geblieben und haben einfach von dem gelebt, was wir dabei hatten. Und ja, wir haben uns total in die Insel verliebt. So richtig. Und sind dann einfach nicht mehr weggegangen. 2 Wochen später haben wir beschlossen, ganz herzukommen. Wir waren jung und abenteuerlustig und dann haben wir erfahren, dass ich schwanger bin. Also ist er auch mit uns hierher gezogen. Ja, also came to live here. Max, er du på vej herned? Hvad laver du? Die kleinen Hütten, in denen Simone und Jens ihre erste Nacht auf Birkholm verbracht haben, stehen direkt am kleinen Hafen.
Wer ohne Zelt kommt oder ohne Segelschiff mit Koje, der kann in so einer Holzhütte übernachten mit Ausblick bis Ehre. Wir wollen Birkholms Magie am ersten Abend selbst erkunden. Ich überlege noch. Und das geht auf einer 1 Quadratkilometer breiten Insel schnell. Seid ihr hier die anderen Bewohner? Unsere ersten Begegnungen bleiben tierischer Art. Am nächsten Morgen müssen wir um 7 Uhr am Hafen sein. Transportmittel Nummer 1 und für jeden kostenlos nutzbar, die Schubkarre. Heute ist kalt. Good morning. Thank you very much. Eine gute Viertelstunde dauert die Fahrt. Im Sommer mit vielen Seglern auf dem Wasser auch mal länger. Und Max spielt gern Kapitän? Ja. Hast du manchmal Angst, dass Max vielleicht etwas verpasst, weil er nicht in einer Straße mit ganz vielen anderen Kindern aufwächst? Nee, überhaupt nicht. Er ist ja jeden Tag bei seiner Tagesmutter und da sind viele Kinder. Und wir müssen uns keine Sorgen um den Verkehr machen. Das ist für uns eine echt große Erleichterung. Er kann einfach draußen rumlaufen und kommt heim, wenn er Hunger hat. Come home when he's hungry. Ja, du wie Marstal. In Marstal bringt Jens Max zu seiner Tagesmutter, bevor die Rückfahrt in knapp 2 Stunden auf dem Fahrplan steht. Simone kümmert sich um den Haushaltsmüll, nicht um großen Sperrmüll. Die Kommune Erö stellt einmal im Jahr ein größeres Boot zur Verfügung, das nach Birkholm kommt, für den ganzen Sperrmüll. Also wenn du zum Beispiel im Juni deine Spülmaschine austauscht, musst du bis zum nächsten Mai warten, um sie von der Insel zu bekommen. Deshalb muss man an diesem einen Tag wirklich alles gesammelt haben. Aber vielleicht macht das die Leute auch nachhaltiger? Ja, auf jeden Fall. Man schmeißt hier nichts weg, es sei denn, es ist wirklich absolut unbrauchbar. Es muss schon komplett kaputt sein, bevor man es entsorgt. Nächster Stopp, 3 Postsammelstellen. Hier holt Simone Briefe und Pakete für ihre Nachbarn. Hi Frank. Hey Frank, hast du Post für Birkholm? Hey Simone, wir haben ein kleines Paket, das mit muss. Wie schön. Dann wünsche ich dir eine gute Überfahrt und pass auf dich auf. Hi. Yeah. Das ist viel Post. Richtig viel. Wenn Simone nicht tagsüber bis zur letzten Abfahrt in Marstal bleibt, um in einem Hafenbüro als Buchhalterin Firmen zu beraten, dann gibt sie Besuchern Einblicke ins Inselleben. Heute Torbjörn und mir. Also hier haben wir unseren Hubschrauberlandeplatz. Wenn es mal einen Notfall auf Birkholm gibt, kann man einen Rettungshubschrauber rufen. Wann braucht man denn so einen Hubschrauber? Zum Beispiel, wenn jemand beim Segeln über Bord geht oder sich ein Bein oder einen Arm bricht. Dann ruft man den Hubschrauber. Aber wir sind auf Birkholm alle sehr aufmerksam. Und wirklich jeder Hausbesitzer ist als Ersthelfer ausgebildet. Und dann gibt es 2 Sommerhausbesitzerinnen. Da ist eine Ärztin und die andere Krankenschwester. Two of the summer house owners are doctors and one is a nurse, so they're very good to give it. Perfekt. So we are We're not worried at all. Yeah. Wir sind alle sicher, Ja. aber kein Beinbrechen. Birkholm zählt zur Kommune Erö. Fühlst du dich manchmal einsam?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ein kleines, sehr gesprächiges Kind und ich bin jeden Tag mit meinem Mann zusammen. Und im Sommer ist die Insel ja voll mit Touristen und Seglern und einige davon kennen wir inzwischen richtig gut. Also nee, einsam bin ich wirklich nicht. Und das ist ein bisschen euer Kino, oder? Schafe gucken. Fehlt dir nicht mal das Theater oder Kino? Doch, sowas machen wir auch. Nur halt nicht mit dem Auto, sondern mit dem Boot. Man muss hier ein Boot haben. Ja, ohne Boot geht's nicht. Wir haben sogar zwei. Die Fähre und unser eigenes. Wir führen ein ziemlich normales Leben und ich glaube auch, viele überschätzen, wie oft sie eigentlich ins Kino oder ins Café gehen müssen. Ende des 19. Jahrhunderts hat ein Feuer alle Häuser auf der Insel zerstört. Die Bewohner bauten ihre Siedlung mit 2 Hauptwegen und einem Ortskern wieder auf, bis heute die Struktur die Birkholm zusammenhält. Simone erfährt durch ihren Job als Postbotin vieles zuerst. Perfekt. Have a good day. Thank you. Auch wenn es Probleme gibt. Irgendwas ist nicht richtig. Ja, die Kuh da hinten, die hat sich befreit. Deswegen müssen wir jetzt auf das Lämmchen aufpassen. Irgendwo ist ein Loch im Zaun der Hochlandrinderherde. Und Torkel hat Hunger. Das Lamm wurde von seiner Mutter verstoßen. Also ich bin nachts wach und früh morgens so gegen 5, um ihm seine Flasche zu geben. Wow, du machst also nicht nur die Post und den Müll, du bist quasi auch noch Landwirtin. Hat er die Chance, wieder in seine Herde zu kommen? Ja, sobald er nachts keine Flasche mehr braucht, darf er wieder zu den anderen Schafen. Birkholm. Eine Insel voll ruhiger Natur mit ständig beschäftigten Bewohnern. Für uns geht die Reise weiter, wieder mit der Birkholm Posten in Richtung Marstal. Simone, vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke für euren Besuch. Tschüss, bis zum nächsten Mal auf Birkholm. 45 Minuten, dann geht unsere nächste Fähre, allerdings von der anderen Inselseite. Wieder müssen wir nach Söby. Von dort geht unsere Anschlussfähre in Richtung Norden nach Faaborg. Also ich glaube, das hier ist Drejö und das ist Avanaköö, aber vielleicht auch andersrum. In Faaborg erwischen wir die letzte Fähre des Tages wieder in Richtung Süden nach Avanaköö. Nur so mit Inselhopping klappt das. Und dann endlich 3 Schiffe und 5 Stunden später. Ein ganz kleiner Hafen, ganz niedlich. Avanaköö ist eigentlich eine Zwillingsinsel. Cornshorn im Osten ist nur über einen künstlich angelegten Damm mit Avanak im Westen verbunden. Hier liegt das einzige Hotel der kleineren Inseln der dänischen Südsee. Unser Quartier für die kommenden Nächte. Gitte schmeißt den Laden. 30 Betten plus Restaurantbetrieb in der ehemaligen Inselschule. Ein Impulsivkauf vor 16 Jahren, weil sie nicht wollte, dass es hier noch ein leerstehendes Sommerhaus gibt. Men det er dem, jeg har 2 stjerneskud stående klar til. Later. I have good people around me. Ich habe gute Leute um mich herum. Wir haben für alles jemanden. Aber ich bin trotzdem da, um anzuleiten und mit anzupacken. Ich kann also nicht sagen, dass ich alles alleine mache.
Aber wenn ich jetzt sage, ich mache nichts, klingt das falsch. Ich mache eigentlich alles. Weißt du, wie ich das meine? Für 9 Angestellte hat Gitte das ganze Jahr über was zu tun. Damit ist sie Großarbeitgeberin auf der Insel. Im Winter wird repariert und ausgebessert, im Sommer bewirtet. Ich möchte hier klassisches dänisches Essen servieren. Das ist ein stjerneskud. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Du weißt schon, wenn ein Stern runterfällt. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Sternschnuppenbrot. Belegt mit paniertem Schollenfilet, Krabben und Remoulade. Her har vi i hvert fald til Bernd. Gittes Garten hinterm Hotel. Wollt ihr sie mal halten? Ihre kleinsten Gäste sollen mit den Tieren lernen, abzuschalten. Ihre Großen einfach die Natur genießen. Ein Bett fürs Paradies, oder? Was gefällt dir am besten daran, Gastgeberin zu sein? Am meisten freue ich mich, wenn die Leute hier einfach abschalten und runterkommen. Ja, ich weiß. Runter mit dem Puls und die Insel spüren. Es fängt schon an, glaube ich. Es ist dieses Nichts, oder? Ja, genau das Nichts. Und das bringt dich wieder zu dir selbst. Ich gebe mir Mühe. Das ist eigentlich das Wichtigste beim Inselbesuch. Manche rufen mich an und fragen, wir überlegen, in dein Hotel auf die Insel zu kommen. Was kann man da machen? Und ich sage dann, nichts. Gar nichts. Denn genau das ist die Erfahrung. Eine wichtige heutzutage. Ab dem Frühjahr schaltet die ehemalige Krankenschwester selbst fast nie ab. Zu viel zu tun. Den besten Ort zum Runterkommen möchte Gitte uns trotzdem zeigen. An der Steilküste im Süden. An welchem Punkt in deinem Leben hast du eigentlich beschlossen, ich ziehe nach Avanakö? Wir haben ja so viele Inseln und ich glaube, viele Dänen haben in ihrem Herzen ein kleines Plätzchen für diese Inseln. Und dann sagt man so dahin, ach, da müsste man eigentlich mal leben. Aber dann denkt man an den Alltag. Nee, das geht doch gar nicht. Bei mir kam aber irgendwann der Punkt, wo es möglich war. Meine Kinder sind ausgezogen und da habe ich gedacht, jetzt ist der Moment, um auszuprobieren, wie das Inselleben ist. Und als ich das einer Kollegin erzählt habe, meinte sie, die suchen da drüben gerade eine Krankenschwester. Ja, super. Und dann habe ich die Woche drauf schon hier angefangen. Oh, gut. Then I start the next week or so. Du musst mir jetzt mal zeigen, wie sich dieses Nichts anfühlt. Wollen wir einfach kurz schweigen? Ja. Gittes Arbeitspause ist vorbei und wir wollen noch mehr von Avanakös Nichts genießen. Einfach in die Vorgärten schauen oder den Anker werfen. Und ganz im Südosten wird klar, warum es dänische Südsee heißt. Robinson Crusoe wäre eifersüchtig. Wir treffen Gitte in ihrer eigenen kleinen Oase abends wieder. Rauchzeichen aus dem Paradies. Beim Färben mit Erlenzapfen. Oh, das sieht aber bunt aus. Ja, total. Sie gibt dem Garn aus dem Fell ihrer Angora-Ziegen eine braungelbe Tönung.
Das ist ein ganz langsamer Prozess. Ich mache das hier stundenlang. Erst muss man ein Feuer machen, damit es heiß wird. Dann kommt die Wolle rein, zusammen mit den Zapfen. Und dann muss man das Ganze langsam nochmal aufheizen bis auf etwa 85 Grad. Das bleibt dann eine Stunde lang so, bevor es wieder abkühlt. Ich rühre ungefähr alle 10 Minuten mal um. Das ist meine Meditation. 10 minutes or so. So, yeah. That is meditation. Fertig ist die Wolle erst am nächsten Tag. Aber da haben wir andere Pläne. Wir sind auf einer neuen Insel verabredet. Nur die Fähre fährt heute nicht, zu stürmisch. Also nehmen wir das Schlauchboot nach Skarö. Bei 32 Knoten geht es gegen den Wind. Sten und Kim retten normalerweise Segler, die in den flachen Gewässern auf Grund gelaufen sind. Wir haben einen guten Zusammenhalt in die Rettungsdienste, so das macht Spaß. Bei ruhiger See dauert die Fahrt eine halbe Stunde. Wir waren 1,5 Stunden unterwegs nach Skarö. Auch eine kleine Insel mit eigenem Musikfestival im Sommer, eigener grüner Energieversorgung und eigener Kirche. 21 Menschen haben ihr Haus hier. Aber davon sind die meisten nur hier gemeldet, weil sie dann kostenlos die Fähre nutzen können, erzählt uns Martin. Er lebt mit seiner Frau Britta seit 25 Jahren das ganze Jahr über auf Skarö. In 2 Wochen erwartet er die ersten Gäste in seinem kleinen Eiscafé. And you see, it's not like going to Du siehst ja, es ist nicht wie in einem schicken Restaurant, wo alles gleich aussieht. Es soll gemütlich sein. Und ein bisschen anders. Oh nein, es ist nass. Deswegen. Der Natur wegen ist Martin mit seiner Pflanzenzucht auf die Insel. Zunächst ohne die Zustimmung seiner Frau. Und warum habt ihr dann plötzlich beschlossen, Pflanzen gegen Eiscreme zu tauschen? Naja, unsere Gärtnerei ist bei einem Feuer abgebrannt. Also mussten wir was Neues machen. Und ich habe es damals verpasst, Britta zu fragen, ob sie mit auf die Insel will. Verpasst. Ich musste mir also überlegen, was sie von zu Hause aus machen kann und was ihr Spaß macht. Und sie liebt Eiscreme. Und ich musste meinen Birkensaft irgendwie konservieren und das geht gefroren gut, also hat beides zusammengepasst. Martin erforschte damals die positiven Auswirkungen von Birkensaft auf Allergien. Seitdem wandert der Saft von den Bäumen der Insel in Brittas Eismaschine. Heute mit Passionsfrucht. Oh, es riecht fantastisch. Ja. Willst du mal probieren? Ja, gerne. Ja. Ich bin nur zum Probieren hier. Nur zum Essen bin ich hier. Dankeschön. Oh, wow, ja. Ja. Sauer, die richtige Passion. Ja. Alles Bio, alles aus Dänemark, statt Zucker und Geschmacksverstärker, Birkensaft und Seetang von den umliegenden Inseln. Sehr gut. Lecker. Können wir abfüllen? Ja, das füllen wir ab. Bis zu 10.000 Becher pro Tag. Mehr als 400 Sorten hat sie mit Martin schon kreiert. Was würdest du sagen, ist das Spannende für dich als Biologin, mit Eis zu arbeiten? Die Entwicklung ist sehr spannend.
Ja, wir machen ja auch Eis für die Hospitale in Dänemark und wir machen Eis aufs Rezept auch. Und dann muss der Inhalt muss sehr genau sein. Die genauen Rezepturen natürlich Betriebsgeheimnis. Ihre Proteineissorten sind besonders bekömmlich. Von Astronauten der NASA, Krebspatienten und Leistungssportlern getestet, erzählt Britta. In ungefähr 10, 20 Minuten wäre es jetzt minus 32. Und der Zielfaktor hier ist minus 70. Minus 70 Grad Celsius? Ja. Die renommierteste Airline der Welt serviert Skarö-Eis seit 15 Jahren in der Business Class. Jetzt sitzt bald irgendjemand im Flugzeug und isst das von mir gepackte Eis. Bevor es an Bord kommt, geht es ins Lager. Eis bis unter die Decke. Und von hier geht euer Eis in die ganze Welt? Ja. Von der kleinen Insel Skarö? Ja. Wie hast du damals reagiert, als Martin den Hof gekauft hat und dich mit nach Skarö genommen hat? Ja, er war ein bisschen wütend. Ja? Ja. Was soll ich hier auf die kleine Insel? Ja. Und aber jetzt liebe ich das Leben hier. Es ist einfach, naturnah und ja, schön hier. Und du hast deine Eismaschine? Ich habe meine Eismaschine. Und Massen von Eis für immer? Ja. Entgegen aller Empfehlungen von Wirtschaftsberatern, Britta und Martin wollen auf Skarö produzieren und die Inselnatur nachhaltig nutzen. Fast ihr gesamter Strombedarf gedeckt durch ihre Solaranlage. Was bedeutet das für die Insel, dass ihr hier produziert? Ja, durch das laufende Geschäft muss auch die Fähre hierher fahren. Und wir bekommen eine neue Internetverbindung diesen Sommer. Und natürlich kämen ohne uns im Sommer nicht so viele Touristen. Unsere Schlauchboot-Crew für den Rückweg nach Avanakö kommt verspätet. Bjarne und Alex mussten ein liegengebliebenes Motorboot aus dem Sturm retten. Wir verabreden uns für einen zweiten Besuch Anfang Mai mit Martin auf Skarö, wenn seine Kaffeesaison startet. Mal sehen, wie die Fahrt zurück wird. Okay. Boah, das ist doch geregelt, Alter. Auf Avanakö ist der Horizont wieder gerade und der Sturm legt sich. Perfekt für den nächsten Morgen. Ein Feiertag. Die 120 Insulaner zelebrieren heute das 50-jährige Jubiläum ihres Bewohnervereins. Und ich erfahre, die Straße weiter runter öffnet eine kleine Bäckerei mit Bierausschank und zwar immer recht spontan. Wenn die Fahne weht, dann hat Anne ihren belgischen Steinofen angeschmissen. Ich habe seit 15 Jahren Sauerteigbrot gebacken und dann haben wir es unseren Nachbarn serviert. Und die haben uns gefragt, warum macht ihr eigentlich nichts, wo man euer Brot und das Bier kaufen kann? Mein Mann hat ihnen nämlich sein Bier gegeben. Ja, und diese Idee hat sich in unseren Köpfen festgesetzt. Und dann haben wir dieses Haus hier gefunden und gekauft. Richtig, richtig günstig. Eine alte Autowerkstatt. Ein Jahr lang hat sie diese ehemalige Garage mit ihrem Mann Gustav renoviert, ein weiteres auf Genehmigung gewartet. Deswegen haben beide ihre Jobs behalten und arbeiten auf Fünen als Lehrer. Ihre Kinder Gerda und Vega pendeln ebenfalls mit der Fähre nach Faaborg. Normalerweise begleitet von Erziehern, so wie alle Inselkinder. Heute kommen sie mit ihrem Vater Gustav von einem Familienbesuch zurück. 2020 sind die 4 aus dem Kopenhagener Umland hierher gezogen. Ich kann immer herkommen, wann ich möchte und Kuchen essen. A safe place to grow up.
Es ist ein wirklich behüteter Ort zum Aufwachsen. Die Kinder können einfach in die Schuhe springen und losrennen und sie kennen hier alle. Sie sagen jedem Hallo, hallo. Und sie wissen genau, in welchem Haus andere Kinder zum Spielen leben. Wir nennen das hier Bullabü. Bier und Brot gibt es dann, wenn ihr Familienleben es zulässt. Keine festen Öffnungszeiten. Unsere Idee war von Anfang an, dass es eine Überraschung sein soll, dass wir hier sind. Nicht so viele Bilder auf Instagram posten, sonst nimmt man den Leuten die ganze Überraschung. Dann kommt dieser Wow-Moment nicht beim Betreten des Ladens. Für Gustav ist das Bierbrauen ein Hobby. Bis zu 200 Liter pro Monat, jedes Mal eine neue Sorte. Wenn ich unter der Dusche stehe, denke ich über all die Biere nach, die man so brauen könnte. Das nächste Projekt wird wahrscheinlich sowas in Richtung Sauerbier. Wie ein Mojito-Drink. Ich will Minze und Hopfen von unseren Nachbarn holen. Also ich versuche es so lokal wie möglich zu machen. Auf den Laden aufmerksam gemacht hat mich Gustavs Kumpel. Wenn dieser Zweitaktmotor durch die Straßen hallt, dann kommt Steffen vorbei. The party has arrived. Danke, Steffen. Ja, super. Gustav und Anne veranstalten regelmäßig Biertastings. Der Name ihres Ladens bedeutet Insel und Bierliebe. Das erste ist ein Pilz. Danke. Das ist ein Pale Ale, etwas fruchtiger als die anderen. Das nächste ist das Röhl, ein Rauchbier, das ich mit meinem Kumpel Steffen gebraut habe. Der hat eine eigene Räucherei. Und was kann man machen, wenn der eine eine Räucherei hat und der andere eine Brauerei? Ich habe die Gerste von einem befreundeten Bauern gekauft auf der Insel und über Feuer getrocknet. Genau, so entsteht Rauchbier. Dieses hier habe ich versucht, ein bisschen mehr wie Pilz zu brauen. Mit Rauch, aber nicht zu wuchtig. Es riecht wie ein Rauchschinken, ne? Ja. Oh. Also. Wo siehst du euer kleines Geschäft in der Zukunft? Ich glaube, das bleibt genau gleich. Wir haben gar nicht den Anspruch zu wachsen. Lieber eine kleine Überraschung, wenn man nach Avanakö kommt. Wir haben gemerkt, was wirklich wichtig ist. Unsere Nachbarschaft hier, die Gemeinschaft, das ist wirklich richtig schön. Das Inselwetter verabschiedet uns regnerisch aus dem kleinen Paradies. Anfang Mai reisen wir wieder in die dänische Südsee, dann ist Saisonstart. Diesmal nach Rantzausminde bei Svendborg. Jetzt, Anfang Mai, sind auch die Bedingungen für eine Kajaktour besser. Wir treffen Frederik am Hafen. Das ist ein Long Jane, Neo. Ein Long Jane? Ja, kein Long John, sondern ein Long Jane. Du kannst damit auch pinkeln. Aber ich pinkel doch nicht in dein Kajak. Hoffentlich nicht, aber vielleicht ja, wenn du mal an Land gehst. Also kein Long John, sondern ein Long Jane, Neo. Yeah. So it's not a Long John, it's a Long Jane. Just drag it. Yeah, go. Yeah. Oh, ich habe das dicke Kajak. Für mehr Sicherheit. Das ist ein Paddel. Okay. Da eine Spritzdecke. Frederik ist vormittags Biolehrer und nachmittags Kajak-Instructor. Ich bin noch nie in einem Seekajak gepaddelt. Das ist wie Autofahren. Mit Mit dem rechten Fuß steuerst du nach rechts, mit dem linken Fuß steuerst du nach links.
Gestreckter Ellbogen, vom Fuß zur Hüfte, vom Fuß zur Hüfte, Ellbogen strecken, dabei drehst du den Oberkörper, okay? Steig ins Kajak, such den guten Schwerpunkt und schnell hinsetzen. Rund 8,5 Kilometer liegen vor uns. Wir wollen an der Insel Tossinge vorbei nach Hjortö paddeln. So, Frederik, perfekte Bedingungen. Besser geht's nicht, oder? Ja, aber da draußen könnten es schon 5 bis 6 Meter pro Sekunde Wind sein. Das ist ziemlich an der Grenze, gerade noch machbar. Aber wir kriegen das hin. Okay. Du wirst mich nur von hinten sehen. Willkommen in der dänischen Südsee. Woran denkst du eigentlich, wenn du paddelst? Ich liebe die Natur, deshalb bin ich auch Biologe geworden. Ich sehe hier viele Schweinswale, Seehunde und manchmal sogar einen Delfin. An die Arbeit denke ich draußen überhaupt nicht. Paddeln macht den Kopf frei. Frederik ist hier aufgewachsen und erzählt seinen Wassergefährten von seiner Heimat. Zeuge der Landschaftsveränderungen der vergangenen 10.000 Jahre und in ihrer Form einzigartig. Deswegen hat die UNESCO das südfinnische Inselmeer vergangenes Jahr zum globalen Geopark ernannt. Die Gletscher waren damals tatsächlich 2 bis 3 Kilometer hoch über uns. Und als die Gletscher dann verschwunden sind, haben sie die Landschaft so geformt, wie sie heute ist. Wir orientieren uns an den Bojen. Achtung, gleich kommt eine große Welle. Oh yeah, es ist wie Surfen, nur mit dem Kajak. Für Frederik sind die 8,5 Kilometer ein kleines Training. Er nimmt auch an zweitägigen Rennen über 120 Kilometer teil. Danke, man nennt das Schummeln. Willst du auch was? Nein, danke, ich habe selbst was, aber vorne in der Stauluke und da komme ich nicht dran. Noch 2 Kilometer. Das Wasser vor Hjortö ist zu flach für das Begleitboot unseres Filmteams. Frederik und ich filmen uns gegenseitig. Erinnerst du dich gerne an etwas Bestimmtes auf Hjortö? Ich habe hier schon oft mit meiner Freundin übernachtet. Es gibt hier eine Regel. Man darf am Strand übernachten, solange man mindestens 50 Meter vom nächsten Haus entfernt schläft. Zurück kämpfen wir gegen den Wind und schaffen es nach 5 Stunden Tagesausflug zurück in den Hafen. Am nächsten Morgen müssen wir früh raus in Svendborg. Die erste Fähre kommt um kurz nach 7. Diesmal geht es nämlich nicht mit dem Schlauchboot, sondern mit der Fähre nach Skarö. 40 Minuten durch den Svendborgsund. Es ist jedes Mal dasselbe Gewässer, in dem wir unterwegs sind, und trotzdem sieht es immer ganz anders aus. Auf Skarö ist die Saison für Britta und Martin jetzt in vollem Gange. Bis Herbst heißt das 7 Tage die Woche Eisverkauf und Bistrobetrieb. Die einzigen Pausen Gassi gehen. Bei unserem letzten Besuch war es zu windig, um Martins besondere Zutat am Strand herauszufischen. Also das ist in deinem Eis. Ja, diese Alge hier. Zuckertang ist im Eis drin. Sie wirkt wie ein natürlicher Geschmacksverstärker.
Wenn man Algen direkt aus dem Meer nimmt und sie ins Essen gibt, dann denken viele natürlich erstmal, was? Algen im Eis? Wie komisch. Aber dadurch fangen sie an, über die Natur nachzudenken. Und wie bist du auf die Idee gekommen, das ins Eis zu mischen? Wir wollten etwas mit einem Bezug zur Insel, mit echter Identität. Und du siehst ja, wir haben hier kaum Land, aber dafür jede Menge Wasser. Außerdem wurde die krebshemmende Wirkung von diesem Zuckertank nachgewiesen und Martin liebt es, medizinisch relevantes Eis zu entwickeln. Sein ganzes Wissen gibt Martin jeden Sommer an 3 Studierende weiter. Gerade sind Noémie, Francia und Juni für 2 Monate im Rahmen ihres Business-Praktikums aus Frankreich auf die Eisinsel gekommen. Ein jährliches Update für Martin. Wie kam es eigentlich, dass du dein Praktikum ausgerechnet auf Skarö machst? Was mich gereizt hat, war, dass es eine kleine Insel ist. Ruhig, abgeschieden. Und ich fand es irgendwie witzig. Wir verkaufen Eis in die Welt und die Leute kaufen Eis hier, obwohl das Wetter nicht immer sonnig oder warm ist. Ich mochte genau diesen Widerspruch. Das hat mich angesprochen. Jetzt, wo es täglich mehr als 30 verschiedene Sorten gibt, wollen wir natürlich auch probieren. Veganes Proteineis ist so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann. Und das Lustige ist, wenn man den Proteingehalt mit dem von Hafer vergleicht, der ist gleich. Aber das Eis hat nur halb so viele Kalorien wie Hafer. Deshalb sagen wir, man sollte lieber morgens Eis essen. Das ist ein Kirschcreme-Eis. Wir machen es aus den Resten der Weinproduktion. Früher wurde das einfach auf den Feldern entsorgt. Also eigentlich Abfall. Ja, jetzt ist es upgecycelt. Zu viel Eis essen geht nicht. Martin und ich müssen noch in unsere Schutzanzüge passen. Heute testen die Insulaner ihre Feuerwehrausrüstung für den Ernstfall. Unter den Augen der kommunalen Brandmeister von Fünen. Was genau ist das Problem? Die Pumpe zieht kein Wasser. Vielleicht zieht sie irgendwo Luft statt Wasser. Gut, dass das in der Übung passiert. Dadurch üben wir auch, was wir machen müssen, wenn etwas nicht funktioniert. Zum Glück haben sie mehrere Wasserquellen und Pumpen. So ist geschlossen und hier öffnest du. Bis Verstärkung von Fünen anrückt, kann es dauern. Jeder auf Skarö muss fachmännisch ein Feuer löschen können. Hast du schon mal eine ernste Situation erlebt, in der ihr die Ausrüstung wirklich gebraucht habt? Ja, vor 23 Jahren. Und genau deswegen haben wir heute die Ausrüstung, die wir jetzt haben. Damals hatten wir nichts. Keine Erste-Hilfe-Ausbildung, keine Schulung für den Brandfall. Wir hatten zwar ein paar Geräte, aber wir wussten ja gar nicht, wie man sie benutzt. Damals war es eine Gasexplosion. Im besten Fall wissen Martin und seine Nachbarn, was einen Brand ausgelöst hat. Brennendes Benzin oder Öl zum Beispiel dürfen sie nur mit Schaum löschen. Das ist keine Schaumparty, sondern das wahre Inselleben hier in der dänischen Südsee. Hier ist gute Nachbarschaft noch mehr als eine reine Floskel. Und wir waren mit diesem Osterreport mittendrin in diesem besonderen Miteinander. Und ganz ehrlich, wer braucht schon das Stadtleben, wenn jeder Nachbar ein Feuer löschen kann und manche sogar Bier brauen oder Eis produzieren? Machen Sie es gut. Bis bald. Tell me, would you do it so? Or would you? Or would you? Or would you?